Übernachtet habe ich bei der Schleuse Oberwallstadt. Also so angefangen zu regnen, habe ich keinen Bock mehr gehabt. Hätte ich noch das Ganze umtragen, habe ich leider erst zu spät gesehen. Hätte man einen Plan schauen sollen. Andere von der Schleuse hätte einen Campingplatz gehabt. Naja, aber ging so auch. So, heute haben wir den dritten Tag der Reise. Jetzt wieder alleine. Meine Nichten sind nicht mehr dabei. Schau mal, vor uns sind die Grabner Leute. Die sind ziemlich noch spätere Aufsteher als ich. Ich schätze mal, die werde ich wieder treffen. Okay, au, wie geht's? So, glücklich im Wasser. Und da vorne wäre der Campingplatz gewesen, wenn ich gestern noch geschaut hätte. Richtig auffällig. Das ist die erste Massenansammlung von Schwänen. Okay, das ist eine Familie. Die sind noch nicht ganz weiß, so manche. Und bis zur nächsten Staustufe kann es nicht weit sein. Gleich hinter der Staustufe 0 Strömung. So, dann gibt es Floßfahrten. Aber ich schätze mal, ich werde da keinen Floß kennenlernen. Die werden mich kaum einholen. So, und genau gegenüber, ich habe beinahe gar nicht gesehen, da hat so einen riesen Auenwaldsee, nenne ich das mal. Na, einen Spings machen wir mal rein. Ist auch kein Schild dran, dass man nicht rein darf. Das ist jetzt der See, wie immer auch genau heißt, keine Ahnung. Aber den gehen wir jetzt nicht ausfahren. Oder vermutlich in dem See gerne mal ein Biberbau drin steckt. Hier ist schon jetzt der zweite Campingplatz für Paddler. Das ist der Segelclub und vorher war es der Faltbootclub Coburg. Und das Blöde ist, seitdem ich auf der offiziellen Paddlerroute bin, sind die ganzen interessanten Stellen verboten. Grrr. Das mit meinem Namen Biberklaus. Sieht aus, als jetzt hier ein öffentliches Freibad oder eine Freiliegewiese mit einem kleinen Swimmingpool. So, da haben wir schon wieder das nächste Wehr. Also streng genommen lohnt sich da kaum das Einsteigen, sondern schon wieder aussteigen. Ich muss hier ein bisschen hinlaufen. Ja, da wo das Schild ist. Ja, wo haben wir es? Oh, da ist der Einstieg. Aber noch ein bisschen das Wasser treideln. Wieder drin im Wasser. Und auf geht's. Und jetzt gehen wir Coburg verlassen. Hoffentlich hat dieser Umleitungskanal vom Wehr nicht noch mehr Überraschungen. Ich muss sagen, dieser Umleitungskanal lässt sich spitzenhaft fahren. Da vorne ist auch schon wieder der Hauptmain. Und die Grenze wird genau bewacht von einer Schwanenfamilie. Obwohl wir hier auf der offiziellen Paddelstrecke sind, die Reihe haben hier eine unglaublich hohe Fluchtdistanz. Ich glaube, viel ist hier nicht los. Hier hinter Meer, wer hat der Main noch ein bisschen mau angefangen, aber da ist zwischendrin doch eine gute Strömung erreicht.
Ja, kaum habe ich gelobt, wegen der langen strömungsreichen Strecke, schon ist damit Feierabend. Aber das heißt, die nächste Umtragung ist nicht weit. Ja, das ist ein reichlich großes Privatgewässer. Nicht schlecht, Herr Specht. Also eine dieser abgesperrten Gewässer. Da vorne tost eine Autobrücke. Nebenan, irgendwo bei der Brücke wird wohl dann das Wehr sein. Mit Staustufe bei der Autobahn, da war der Wunsch der Vater des Gedankens. Da ist noch weit und breit nichts zu sehen. Ging schon eine Sensation. Die hat ein kleines Seitengewässer. Man dürfte es rein theoretisch befahren. Aber das mag ich nicht. Ich fahre weiter nach darunter. Hier voraus eine Schwanenfamilie mit 3 Jungen, also dann Teenager. So, zweiter Versuch, habe ich hier reingesagt. Hier macht der Main eine ziemliche 90-Grad-Kurve. Ich glaube, das ist der Schwanenhals, wenn ich mich täusche. Ich bin mal gespannt, was rauskommt, wenn ich nachschaue. Im Eck hier sind Tretboote beliebt. Also hier diese Häuschen da, sein eigenes Tretboot. So, jetzt wird der Main ja super breit. Und hier da links hat wieder so ein großes Seitengewässer scheinbar. So groß dann auch nicht. Aber trotzdem hat es hier der Main eine ganz schöne Breite. Endlich mal einen Reiher erwischt. Natürlich auch ein Touri-Reiher wahrscheinlich. Der Poster für die Touristen am Campingplatz, den es da hat. Da unten haben wir da Nilgänse. Ja genau. Ein Pärchen Nilgänse. Das nächste Wehr ist erreicht. Schauen wir mal, wo da die Umtragung ist. Aber jetzt war es ja bisher immer hervorragend beschildert. Nachdem wir im offiziellen Kajakbereich sind. So steht das hier, ist nirgends ein Schild. Bei anderen Wehren, aber ich nehme mal schwer an, dass das hier die Ausstiegsstation ist.
Okay, da wo ich gedacht habe, ist vielleicht weniger gut, so direkt bei den Turbinen da. Also da über den Damm rüber und da hat es dann den Einstieg, da ist eine schöne Rampe. Ja, das wird interessant, aber ich glaube da links außen müsste man durchkommen mit dem Bootswagen. Und dürfte niedrig genug sein, das Boot noch. Man darf sich bei diesem Wehr hier nicht durch die schöne Aussichtsstelle verführen lassen. Da hat es direkt unter der Brücke einen Ausstieg, der ist viel näher. Dafür ein bisschen holpriger. Dann geht es natürlich erst mit Treppen runter, aber ist viel kürzer. Da ist man dann auch hier bei dem Einstieg. Also wäre schon zu empfehlen. Die Grafen haben es gut jetzt, die wissen das jetzt. Die haben vorher ihr Gepäck vorgeschleppt und können jetzt das Kajak gemütlich hier rüber. Glücklich umtragen und weiter geht's. Hier scheinen ganz schöne Winde durchzufegen, dass der Mast so gesichert werden muss. Das sehen wir auch nicht alle Tage. Die Qual der Wahl. 3 Arme. Ich glaube, ich nehme den ersten hier. Also da vorne gut Slalom fahren. Okay, da vorne kommt wieder der andere Strom. So scheint hier munter weiterzugehen mit verschiedenen Möglichkeiten. Nee, da ist eindeutig, es geht nur rechts. Eine gute Entscheidung, bei der Insel nicht den kleinen Strom zu nehmen. Das wäre heftig geworden. Oh, das ist eine Reihe von so grasbewachsenen Buhnen. Nimmt man eigentlich gar nicht so ganz wahr als Buhnen. Okay, also rechts sind immer Inseln, stelle ich gerade fest. Zumindest der erste war eine Insel. Aber links, das sind, also erstmal eine klassische Buhne. Also rechts sind scheinbar wirklich Inseln. Ja, jetzt da links die zweiten auch. Genau, ich muss halt gar nicht viel, aber es ist in Umansdorf. Eine Gaststätte hat einen extra Ausstieg und Umansdorf auf der anderen Seite auch einen Ausstieg. Und immer auch gut, wenn man das Schild findet, da steht da, was es hat. Bahnhof, Wohnmobil, Stellplatz, was man für einen Kajak nicht viel bringt und sonstiges. Jetzt auch wieder hier ein bisschen schnelleres Stück. War sie aber schon wieder. Arbeiten waren wohl schon vor langer Zeit. Ich nehme an, die waren da, wo hier die Inseln reingemacht worden sind. Also ein bisschen renaturisiert. Aber auf die Idee, das Schild wegzumachen, ist hier noch keiner gekommen. Das Dumme ist dann, wenn man ein Schild dann ernst genommen werden soll, nimmt es keiner ernst. So. Ganz schön Gegenwind momentan, aber dadurch, dass man es immer so rumschleift, sind die Abschnitte mit Gegenwind immer relativ kurz. Hat er gerade eine richtige Felswand. Und bei unserer Felswand haben wir wieder ein Stück mit schön starker Strömung.
Das ist ein richtig langes Stück. Sind wieder da. So, war ein schönes Stückchen. Das hier 2 Wege. Ich glaube, die riskiere hier mal den kleinen Weg. Fahren wir da rein. Okay, sieht gut aus. So, haben nur ganz ein kleiner Arm. Okay. Sind wir diese kleinen Inselchen, sind ja nur ein bisschen größer. So, jetzt geht es auf der anderen Seite weiter, das Inselfahren. Okay, das schauen wir doch ein bisschen arg. Nee, da fahren wir nicht rein. Ja, aber bisher haben wir noch immer Glück mit dem Wetter. Bisher war es nur einmal ein kurzer Regen. So, hier hat wieder so einen schönen kleinen Seitenweg. Also, wenn da ein Baum drin liegt, dann hat man ein Problem. Oh, da ist wieder der Ausgang. Da hinten würde sich ein Drohnenflug echt rentieren, was da hinten alles drin ist. Das wäre interessant. Mal, sieht aus, da kommen wir da an den Eingang von so einem Altwasser vorbei. Schauen wir mal. Also, da wäre was. Aber ich glaube, da machen sich hier nicht so besonders beliebt, wenn man da reinfährt. Und weiter geht's bergab. Also, ich muss sagen, bisher gefällt mir der Main ganz gut. Ich bin überrascht. Ja, hier haben wir ein großes blaues Wunder. So. Und jetzt hat mich der Regen endgültig eingeholt. Jetzt heißt es, Kamera erstmal wegpacken. So, das war es, etwa 20 Minuten Regen und das war es jetzt erstmal wieder. Schauen wir mal, ob heute noch mehr kommt. Und da haben wir schon schöne Kurven, ja, echt schön. Eigentlich müssen wir die Strecke von Coburg bis runter durchfilmen.
Eigentlich das Beste. Kann man gar nicht richtig rüberbringen. Da haben wir eine Reihe. Und da haben wir ihn. Jetzt hat sie endgültig ausgeströmt. Jetzt bin ich wieder im Rückstau von einem Stauwehr wohl. Aber es war das längste Stück auf dem Main mit Strömung. Das ist eine richtig fette Insel und da hat es auch einen Wegweiser. Okay, geradeaus darf ich nicht. Ich muss rechts abbiegen. Okay, jetzt beginnt scheinbar die erste Mainschleife. Die Mainschleife Utterbrunn. Das wäre auch wieder was. Manchmal bräuchte man echt eine Drohne. Da würden wir wahrscheinlich besser sehen. Und wir haben wieder so früh geungt. Das war bloß ein Becken. Da hat schon wieder Strömung. So, das nächste Stauwehr wohl dann doch noch nicht. Das ist richtig anstrengend, wenn man sich da beim Umtragen nicht ausruhen kann. Uferabbruch, den haben wir gleich mit dem Bauton abgesperrt. Hier ist links und rechts schöne Auswaschungen. Und dann hat die eine Auswaschung wieder mit dem Bauton abgesperrt. Aber vielleicht kennzeichnet dieser Bauton einfach ein Gebiet, was der Natur überlassen wird. Die begleiten mich schon die ganze Zeit ist immer vorne weg. Aussichtsturm. Scheinbar gibt es hier teilweise schöne Vögel zu sehen. Wie mal hier die Nilgans. Schön dekorativ zum Vogelaussichtsturm. Hat hier Nilgänse. Da ist wieder so ein Aussichtsturm und immer noch eine schöne Strömung. Also wenn es so weitergeht, dann komme ich bis nach Rotterdam. Also echt erstaunlich, dass man hier keine anderen Paddler trifft. Das ist gerade die Strecke hinter Coburg. Echt super. Immer mal so stromreiche Abschnitte, aber nicht gefährlich. Das wäre eigentlich eine volle Partyfluss. Aber wir haben Freitag und absolut nichts los. Echt erstaunlich. Okay, wie schlechtes Wetter, aber keine Turmpaddler, nix. Das ist echt erstaunlich. Teilt sich das in mehreren Inseln, dann ist ein kleiner Strom, da ist eine Insel, aber vielleicht doch außen rum, wenn in diesem kleinen Teil da was Blockierung drin sein sollte, dann schaue ich alt aus. Ich fahre da lang. Aber in den sehe ich dann doch nicht, ich fahre dann da lang.
Aber diese schönen Seen da, die sind schön beruhigend. Weil im Urlaub hat es auch ganz schön geregnet, da kann viel Wasser reinlaufen. Das sind plötzlich heftigste Betonbefestigungen. Die passen gar nicht hierher. So, also die Kamera ein bisschen wegpacken. Der Regen beginnt wieder. Aber ich glaube nicht allzu lange. So, waren wir noch ein paar Minuten Regen. Das war schon wieder. Damit kann man leben. Hier einer dieser Seen. Den dürfte man sogar reinfahren, erstaunlicherweise. Aber wir fahren weiter. Also ich fahre weiter. Ja, also echt ein ewig langes Stück ohne Stauwehr. Kaum zu glauben. Da hat man, irgendwo hat man dann Wehr vergessen. Ich glaube sogar mindestens 2. Hier haben wir wieder die Qual der Wahl. Da hat es eine Insel. Links und rechts rum. Auf jeden Fall, eins ist ja auch ziemlich deutlich, hier gibt es Partys am Fluss. Also wieder Musik. Hier ist scheinbar die Partyzone. Aber erstaunlicherweise auf dem Wasser selber nichts. Ich entscheide mich doch für einen etwas kleineren Arm da links. Jetzt bin ich wieder auf der Hauptroute. Wieder raus aus dem kleinen Teil da. Jetzt beginnt wieder mal ein kurzer Schauer. Also wird wohl auch nicht allzu lange anhalten. So, das ist mal ein kurzer Blick in die begleiteten Auwälder. Ja, da kann ich ein bisschen schräg. An dieser Insel. Warum ist diese da links rein? Schildring ist gut. Die Baggerarbeiten sind schon seit mehreren Jahren beendet. Schon mal Jahrzehnten, stimmt nicht, aber wir können jetzt keine Fahrzeuge mit dem Fluss mehr begegnen. Das ist wohl ein Ergebnis der Baggerarbeiten. Haben den Fluss so ein bisschen umgestaltet. Da war vielleicht früher was drin, was man hätte umtragen müssen. So, ist sogar mit Furt gedacht. Da kann man durchfahren. Jetzt geht's abwärts. Der Gegensatz, also links der Deich, dann kommt hier die Insel,
Dann der renatisierte Bereich, wo auch hinten schön flach ist. Das ist in der Mitte dieser Gegensatz. Es sind auch immer so schräge Steinhäufen gemacht, dass das Wasser da gegen die Wand gedrückt wird. Da ist Leben im Fluss drin. Jetzt habe ich mich mal kurz untergestellt, hat gerade gut gepritschelt. Ein Eibing. Habe schon hier ist ein Campingplatz, aber da muss man ganz schön weit über Land laufen. Da ist er im See drin, also am See. Das lassen wir mal bleiben. So, kaum bin ich aus der Brücke raus. Hat richtig angefangen zu schiffen. Aber in karges Regen eigentlich ein richtiger Genuss im Vergleich zum Fahrrad. Mit der gescheiten Jacke. Man bleibt trocken. Da ist so Regen, macht eigentlich richtig Spaß. Und wieder ist die Frage, links oder rechts? Ich glaube, ich fahre rechts. Links hat sie einen Haufen Wasserpflanzen drin. Ich muss sagen, der Abschnitt Coburg abwärts, ich bin begeistert. Muss man echt mal sagen. Trotz dem Wetter. Habe ich das gar nicht gesehen? Das ist eine richtig fette Insel hier. Da lang oder da lang? Tja, das ist hier die Frage. Naja, ich fahre hier lang. Da ist hier eine Insel drin, in dem Seitenarm da. Da kann ich nicht widerstehen. Ich fahre da links das Kleine rein. So, das ist hinter der vermeintlich kleinen Insel. Okay, so eine kleine. Da kommt sie raus, der andere Weg. Aber da geht es richtig längere Zeit weg vom Hauptstrom. Vermeintlichen. Ein ganz neues Renovierungsteil, ohne dass man für Baggerarbeiten gewarnt geworden wäre. Wir gehen bergauf und gehen mal die Insel da umrunden. Ich habe gedacht, da geht es noch weiter rein. Ups, boing. Es geht dann da lang. Es geht weiter rein. Ich weiß, das nervt. Hier ist wieder so kleine Inseln. Aber ich bin echt begeistert, wie schön man den Main hier strukturiert hat. Und dann so ein ewig langes Stück ohne Wehr, sagenhaft. Ich glaube, so lange bin ich noch nie gefahren auf dem Fluss ohne Wehr, außer rein hinter Iffelsheim. Aber das war echt sagenhaft. Dann geht es auch schön fleißig renaturisieren, da steht schon der Bagger parat. Und da hat so ein gelbes Schild, ich nehme an, der wird vor diesen Ungetüm gewarnt. Ja, aber für solche Sachen, da freuen wir uns den Anblick über einen Bagger. Wenn es auch munter weitergeht, die Renaturisierung. Fetten Daumen hoch. Ich darf gar nicht an die Videobearbeitung denken. Es wird ein Tag mit 40, 50 Minuten. Oh Mann. Aber das hat der Abschnitt auch verdient. Hier stellt sich die Frage, links oder rechts? Rechts ist Unbekannte, das sehe ich nicht viel. Da fahre ich rein. Okay, interessant, rechts scheint ein riesen See zu gehen. Naja, okay. Fahren wir da am See vorbei. Okay, die Reinfahrt war ein bisschen ruppig. Hoffentlich geht die Rausfahrt besser. Aus dem See hier. Schauen wir mal, ob da hinten die Ausfahrt ist. Ich bin mal gespannt, ob es da zur Ausfahrt geht. Wir werden das suchen müssen. Bin mal gespannt, wann es wieder zurückgeht. So schwer, wenn es keine Strömung hat. Okay, sieht gut aus. Es wird Fahrt aufgenommen.
Ich habe den richtigen Weg gefunden. Oh, weite Strecken groß. Da hat ein querliegender Baum durchgeschaut, aber der war nicht halb so wild, man kam links oder rechts vorbei. Links einfach über dem Baum, war weit so überspült und rechts will man auch noch durchkommen, ist hoch genug, auch mit Rucksack hinten drauf. Und das Industrieteil da wirkt halt jetzt wirklich hier wie ein Fremdkörper. Das gehört so gar nicht hierher. Okay, man muss natürlich die ganze Zeit die Autobahn drin ausblenden. Aber das ist die Industrieruine, muss man eher sagen. Naja. Eigentlich soll ich aussteigen, los Placid, die Gelegenheit. Bei dem Regen gehe ich freiwillig nicht aussteigen. Auch nicht für sowas. Und dann haben wir die nächste kleine Sohlenrampe. Also hier wird echt andauernd was geboten. Sohlenrampe, die werden immer besser. Da auch immer so kleine Brunnen reingebaut. Die Sohlenrampe habe ich einfach umfahren. Da hat es ein kleines Kanälchen nebendran.